Guten Morgen, 20. Februar 2018. Heute fliegen eine ganze Menge Channel aus dem YouTube-Partnerprogramm, was mich allerdings nicht groß weiter stört, weil es einen ja nicht daran hindert, weiter Videos zu produzieren. Ich finde es eigentlich ganz interessant, dass es andere Neuigkeiten gibt bei YouTube über das neue Studio. Da gibt es wohl auch Veränderungen, was das Einrichten der Videos betrifft, und darum geht es jetzt hier. Abonniert meinen Channel. Bei Videos ist es bei mir so, dass die Beschreibung zum Video gehört, zum Teil erheblich weiterführende Informationen beinhaltet. Da gibt es auch eine allgemeine Linkwiese, die ich für sehr nützlich halte und die sich eigentlich auch in jedem anderen Blog halt findet. YouTube betrachte ich eigentlich als ein soziales Netzwerk, mit dem die Leute dann halt auch interagieren sollen. Und für die Beschreibung hat es sich bislang so verhalten, dass diese für die Suche relevant war, allerdings wohl nur die ersten 3 Zeilen bei einer Beschreibung, worum ich mich nicht gekümmert habe, denn in der Regel habe ich da den Titel des Videos wiederholt, denn dort habe ich auch die Texte eingelagert, die ich zum Teilen des Videos in sozialen Netzwerken verwende. Natürlich habe ich bei diesen Texten auch Hashtags verwendet, das heißt, das sind Worte, denen eine Raute vorangestellt sind, denn durch diese Worte werden die Posts in der Suche gefunden. Und da habe ich dann gestern noch etwas Neues erfahren, was eine erhebliche Umstellung bei mir im Channel bewirken könnte. In der Beschreibung zu einem YouTube-Video kann man 5000 Zeichen verwenden, das ist schon eine ganz schöne Menge Holz. Da kann man also einen längeren Text verfassen. Und ich habe gestern in der YouTube-Hilfe einen Artikel gelesen über Hashtag Swamming, nennt sich das. Das bedeutet, dass wenn man in die Beschreibung eines YouTube-Videos mehr als 15 Hashtags einbaut, dass dieses Video und der Text insgesamt von der Suche auf YouTube ignoriert wird. Bei diesen Veränderungen auf YouTube handelt es sich wohl um allgemeine Aufräumarbeiten, die ich eigentlich sehr gut finde. Ich würde mir allerdings wünschen, insbesondere weil sich im Laufe der Zeit doch einiges Material in so einem Channel ansammelt, dass bei derartigen Veränderungen Hinweise gegeben werden. Man könnte zum Beispiel automatisch die Videos, die die Kriterien für die Auffindbarkeit nicht erfüllen, auf Privat stellen und die Mängelliste, die ja sowieso vom System festgestellt worden sind, dem User bekannt geben. Also zum Beispiel, du verwendest für unseren Geschmack zu viele Smileys, du hast zu viele Hashtags, so in der Art und Weise. Und auch wenn eine Linkwiese störend sein sollte, wäre das an diesem Punkt etwas, was man da mitteilen könnte, damit die Menschen sich richtig verhalten können. Die meisten User wollen sich richtig verhalten und ich denke, dass dies einfach auch einen gewissen Lerneffekt hat, weil man von vornherein daran erinnert wird, hier, da gibt es Regeln, da hältst du dich bitte dran, und dann verinnerlicht man schon direkt bei den ersten Gehversuchen auf YouTube diese Regeln, um damit zurechtzukommen. Und der Erfolg wird sich dann halt auch einstellen, weil man gefunden werden kann. Das wäre also insgesamt eine Verbesserung, die ich übrigens auch schon über die Feedback-Funktion an YouTube übermittelt habe. Ob da jemals irgendwas passiert, das weiß man natürlich nicht. Aber ich denke, das ist halt auch ein Feature, wenn man solche Ideen hat, das sollte man nutzen und das sollte man YouTube mitteilen. So, das war's jetzt mit dieser Mini-Mitteilung. Ich finde es zurzeit in Herzberg ziemlich frisch. Es soll aber sogar noch kälter werden. Dabei hoffe ich natürlich auf den Sommer, weil ich dann draußen aktiver sein werde, auch um wieder Videos für unsere Region zu erstellen. Vielleicht wieder eine kleine Serie über bestimmte Bereiche. Das schauen wir einfach mal. Tja, und was YouTube betrifft, da schauen wir uns einfach die nächsten Entwicklungen an, insbesondere wie sich das YouTube Studio verändern wird.